Ja, 100 Jahre, 42 Jahre vor Weihnachten haben mich die einberufen schon gekriegt. Ich war noch 17,5 Jahre alt. Da sind wir angestellt geworden in die Ostfront. Und da hast du so eine nächste Frage, was ist oder was. Du hast einfach, du müssen da was Angeschafftes geworden. Wie ist denn oft gewesen? Haben Sie da Kameraden oft kennt, die was dann gefallen sind, die was gut kennt haben? Das war schwer. Nein, ich denke auf ein paar. Das gruselt mich heute noch. Der hat dann oben gesagt, ja, hallo, ich bin so. Ja, grüß dich, Gers. Und dann, und der hat dann wahrscheinlich ein Scharfschütze und Brust einen Schuss gehabt. Und das kaum, dass er sich gemeldet hat, ist er schon tot gewesen. Du bist 3 und weißt es nicht, was im nächsten Moment ist. Das hat mich schon lange beschäftigt. Noch. Ich verfolge heute noch die Politik. Und wie der Krieg in der Ukraine angefangen hat, dort bin ich als ein junger Bub eingesetzt gewesen. Ich kenne wirklich die Gräuel vom Krieg. Ich bin heute entsetzt, dass wieder so was möglich ist. Danke, dass du als regelmäßiger Zuseher eine so große und wertvolle Stütze in unserem Friedensprojekt Lebensweisheiten von 100-Jährigen bist. Wenn du jetzt unser Friedensprojekt noch weiter unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Das alles ist nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Danke. Danke. Einfach unten klicken. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Ja, 100 Jahre. Mir kommt selber noch gar nicht so viel. 100 Jahre sind's. Ja, bin ich gewesen, das ist schon 4 Monate her. Am 28. Juni 1925. Geboren, ja. Nein, der dritte eigentlich für die 8 Kinder. Und wie fühlt sich das jetzt da so an, 100 Jahre zu sein? Wie ist so das Gefühl? Es ist ganz schnell gekommen. Ich hätte nicht geglaubt, dass das schon 100 Jahre sind. Es ist wirklich nur ein Zurückschauen aus der Wusche. Ich hätte nie gedacht, dass es so alt wird. Überhaupt nie. Mir ist einmal auch nicht so gut gegangen. Aber heute bin ich wieder so frisch beieinander, dass ich sage, ich kann nicht 100 Jahre sein. Ja. Sie sind ja 1925 auf die Welt gekommen. Ja. Wie war das damals so, in der Zeit aufzuwachsen? Ja, keine Straßen, kein Strom, Petroleumlicht, einfache Kost, 5 Kirchenhaus, 3 Knechte. Die Zeit hat der Vater halt die Wirtschaft gehabt und da hat er es bewirtschaftet. Und eine junge Frau neben die erste Frau von dem ersten Kind ist gestorben bei der Geburt. So dann haben wir müssen heiraten. Und das war, irgendwie sage ich mal, das war einfach ein Segen. Dann ist die hergekommen, die wir mir als Mutter gehabt haben und die wir bis heute noch im Herzen tragen. Also ist das. Sie hat so viel frischen Wind hergebracht. Und das immer wirklich immer sagen kannst. Hier zum Friedhof, wenn ich so schaue, da sind so 2, 3, der Sohn, mein Friedler und die Mutti, da muss man immer sagen, hier ist das die Dankbarkeit gekommen, dass wir solche Eltern gehabt haben. Dass wir in so einer Familie leben haben können. Wie ist denn das gewesen in der Zeit? Vor allem, das ist ja die Zwischenkriegszeit gewesen, da hat man ja oft nicht viel gehabt, Arbeitslosigkeit war auch ganz viel. Wie haben Sie das damals so in der Zeit so miterlebt? Ja, da haben wir da herum als Bauern nicht viel wahrgenommen. Jeder Betrieb selbstständig, ein Selbstversorger. Wir sind nicht kaum in die Stadt gekommen, sonntags Kirchen gegangen und da sind wir mit den Leuten zusammengekommen und Gastas haben auch keins gehabt, hat auch nichts gemacht. Das haben wir nicht gespürt. Na, die große Veränderung ist oft wirklich auf mich reinrücken gekommen. Das muss ich sagen, das war
ein Schlag. Vielleicht bevor wir zum Einrücken kommen, da ist ja 1938 der Hitler gekommen in Österreich. Ja, Wie haben Sie denn das so erlebt als 13-Jähriger mehr oder weniger? wir haben das Wenke miterlebt. Von Vater haben wir es gesagt, der ist ja ein Gänger gewesen, der hat auch sehr gute Kontakte gehabt mit intelligenten Bürgern. Und da hat er gewusst, was da los ist. Und nur in der Schule hat der Krieg angefangen. Aber vorher haben wir unsere Ruhe gehabt und wir haben nicht gerechnet, dass es sowas gibt. Und wir haben das, ich war 13 Jahre alt, auch noch nicht so, die Reichweiten nicht gesehen, was da kommt. Und wie ist es dann gewesen, wie der Krieg nachher angefangen hat? Wie haben Sie das so mitgekriegt? September 1939. Da war mein entsetzt. Und da haben wir die erste Luke haben wir dort gehört, wie der Hitler gesagt hat, um 6:45 Uhr oder was ist zurückgeschossen geworden. Da ich glaube, nein. Und dann das ist, und wir haben sie vorher schon gewusst, durch einen Vater, der hat ja auf eine schwarze Kern oder was, hat sie nichts gegeben dort. Aber was einfach mit ein paar Bürgern, was hochintelligente Bürger waren, hat er viele Freunde von ihm. Und das war informiert, aber sonst. Und wir haben ja auf den nur Hitler-Zeitungen gekriegt, Propaganda gekriegt und da schwerpunktmäßig bei uns, da ist ja alles angelegt geworden, was einfach gegeben hat, was Druck geworden ist. Aber uns als Kinder hat das irgendwie belastet. Was ist da in der Zeitung oft drinnen gestanden? Können Sie sich noch ein bisschen erinnern? Gerade von der Propaganda, was da jetzt angesprochen haben. Ja, der Hitler, das ist der Befreier verholen, der bringt Arbeit, der bringt Geld, hat er gestohlen. Und das alles in die Rüstung eingesteckt hat, das hat ja keiner gewusst. Aber Arbeit hat es gebracht und damit ist die Begeisterung da gewesen. Weil ihm vor die ganze Arbeitslosigkeit da war. Und dann kommt einer und Ja. schafft Arbeit nur halt für Rüstung. Aber das haben wir als Kinder noch nicht so auseinanderhalten können. Wir haben nur gewusst, es ist so, das denkst du auf noch, wenn du älter wirst, hast du viel Zeit zum Denken. Oder wenn du in Pension bist, so kannst da staunst du schon oft, wie die Leute bei der Nase umgeführt werden. So in den 2,5 Jahren, bis sie einrücken haben mussten, haben sie da irgendwie so Gedanken gehabt, jetzt muss ich vielleicht auch bald einrücken, wie schaut das dann mit mir aus? Haben sie das da so, wie war das so für Sie? Das haben wir eigentlich gar nicht gedacht, überhaupt so Zeit und gar nicht gerechnet, dass der Krieg so lange dauert. Wir haben das gedacht, das bleibt schon aus und in den 42 Jahren vor Weihnachten haben wir die Einberufung schon gekriegt. Ich war noch 17,5 Jahre alt. Und das war für uns ausgeschlossen, ein Bauernbub einen Reichsarbeitsdienst machen. Das hat man nicht brauchen. Aber der Vater war kein Nazi. Und den haben sie einfach so. Und der Vater auch keinen Knecht mehr gehabt. Und der hat nicht Naudi gebraucht. Und dann aus sie weg und dann Anfang Jänner müssen wir einrücken. Was war das so für ein Gefühl auch für die Familie, wenn sie da jetzt da auf einmal wegkommen müssen, so der Abschied? Wie ist der gewesen so für Sie? Die Eltern selber haben es nie gesagt, wie es das druckst. Aber ich war schon ein Einsatz. Ich meine, das kann mich heute gar nicht mehr so, wie es mir durchgegangen ist. Du bist einfach für dein, was den Frieden gelebt hast, daheim einfach in der Familie. Das war ja uns um und auf. Und da bist du ausgeschmissen. Ich habe schon gefürchtet, dass ich einen falschen Zug eingeschlagen habe auf Heingsberg. Ich bin nicht kaum einmal Zug gefahren. Ja, es war schon was. Und dann war ich war relativ stark, sagen wir, ein Stück her oder vom Körper her stark gebaut gerade. Und da hat der erste Zug müssen in den ersten Wochen schon mit den Unterhosen antreten in Soldrei, wo wir alles gegessen haben.
Und da war eine Kommission, da haben alle weiße Kittel angehabt. Und der Arzt hat uns untersucht und hat ein paar weggeschickt, dass es nicht passt. Und die anderen haben müssen ansteigen, so wie bei einem, was Essen ist ausgegeben gewesen von der Kuchel. Da haben sie einen großen Schreibtisch hingestellt. Und ich war der Fünfte, der da angestanden ist. So wie. Und die anderen, die haben müssen halt nur den Namen angeben, Geburtsdatum angeben und den Wohnort. Und haben das ausgeschoben, das war so Postkarten groß und ausgeschoben, also nicht gleich jetzt ausgeschoben und da hast du müssen unterschreiben. Und ich schaue das so von neben zu, wie auch, denke, da kommt man verdächtig für. Und wir haben auch müssen meinen Namen angeben, alles gemacht, was gewesen ist. Oft schieben wir es raus. Und ich kann es nicht sagen, wieso ich das da haben. Ich greife an und bin schneller wie er. Und haben das aufgenommen und das hat sich aufbladelt, so wie 2 Postkarten zusammengepickt, die es halt früher gegeben hat. Und da ist drauf gestanden, ich möchte zur freiwilligen Einstellung in die Waffen-SS. So sind sie gefangen geworden. Und eben, nein, ich will nicht zu der Waffen-SS. Und oft ist aber so Kreuzverhör losgegangen. Ich meine, das war für mich entsetzlich. Aber ich habe nicht das gesagt, was ich gedacht habe. Ob ich gegen einen Führer bin, aber nein, ich gesagt, ich bin nicht. Wo soll ich denn? Ich war in ein Arbeitslager gekommen. Das haben wir ja gewusst. Aber das sind mir angegangen von jeder Seite. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht zu der SS, ich will Gebirgsjäger werden. Warum ich will Gebirgsjäger werden? Denn mein Cousin ist auch Gebirgsjäger und der hat mit Zufall vorher gesagt, der war gut da auf dem Urlaub. Ich will nicht zu der SS. Da haben wir noch gar nicht gewusst, was die SS so am Buckel hat. Und das hat lang gedauert. Und oft haben sie es da gesehen, dass mir nichts hilft. Hat keiner mehr unterschrieben nach mir. Das war's. Und die Viere, die haben es nachher in die nächsten paar Tage geholt, haben alle Viere gekriegt. Nein, ich denke, das war ein Zeitlich als Bauer. Bist einfach gefangen geworden. Es war auch bei der RAD war auch relativ viel politische Schulung dabei. Und da haben wir mal bei einem Unterricht eingeschlafen. Das ist für mich so was Schlafriges gewesen. Und da auf einmal redete ich mich an, wann ist der Führer geboren? Im Blöd angeschaut. Und jetzt haben wir es 100 Mal schreiben. Ich habe es aber heute auch schon wieder vergessen. Aber das ist, wenn du das 100 Mal musst schreiben, da schreibst du lang dabei. Aber ich bin da aufgefallen, einfach ab den Lager, waren 40, waren so bei die 100 oder 110 Leute oder was. Und bin aber aufgefallen durch das, dass ich mir gesagt wird haben gegen die Kommission. Und da haben wir oft einen Normaldienst gemacht. Es war Schikane gegen mich überhaupt nicht. Ich musste arbeiten können. Und das haben zum Teil haben wir müssen wegbauen und auch Scharfschießen haben wir müssen, Karabiner gekriegt. Und Schießen haben wir auch gut können. Da haben wir gut drauf. Und auf der Fromage haben wir müssen in die Schreibstube gehen. Ich musste in die Schreibstube und da haben wir gedacht, ja, was da los ist, ich habe mir nichts ausgefressen. Und dann haben sie mir ein Radl in die Hand gedruckt und haben gesagt, ich muss auf Wildern ausfahren, in Heinsberg war ich rein, und auf Wildern ausfahren, die Post, diese Postfach, die Post fürs Lager holen. Und da haben wir gedacht, na, da schau, ist ein Taschen, ist drauf kein Radl. Es ist nicht verkehrt, das habe ich gemacht. Aber das war irgendein Vertrauensposten. Und wieso, wer da früher alle Tage geholt hat, das weiß ich nicht. Und dem das ungefähr 14 Tage da, aber das war, ja, ich habe mir nicht viel gedacht, aber ich habe mich gefreut, ich bin von Feld rausgekommen. Bin alle Tage auf Feld gefahren. Und oft, wenn ich eingerückt bin, war das auch genauso. Halt in Tirol, da waren wir 40, was wir dort neu reingekommen sind, neu, waren es etwa die 120 Leute. Und da vor einmal hat es mir auch geheißen, ich sollte in die Schreibstube. Und die war die Artillerie und die haben dann gescheit soll ich nicht. Und mir hat noch einer gesagt, ein Alter, der an der Nordfront ist gewesen, der hat gesagt, du gehst zum Viech, da hat er eine Katzen, da hast du zugerollt, zum Tisch geholt ist.
Und ich mit so die Viecher gemalt, die waren zugefährtes Reittiere. Und haben jetzt alles dazu gemalt und haben mir gedacht, ich will nicht schießen. Und dann haben wir einen Schreibsturm gehabt, oft haben die, haben mir gedacht, was los ist. Oft hat er gesagt, sie waren nicht bei einer RAD. Oft habe ich gesagt, ja. Und hat er so einen Ton gefragt, Unteroffizier, war recht nett. Und oft hat er gesagt, wie es mir beim Herren geht, ob ich singen kann. Ja, ich gesagt, ich singe sogar gern. Und oft hat er gesagt, ja, das passt ein gutes Gehör, ja. Und oft, sie suchen 4 Funker, sollten sie ausbilden. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass das da auch bei der Artillerie ausbilden dann. Und haben wir einen Hörtest gemacht. Und dann haben wir gut bestanden. Und dann sind wir zu 4 auf die Ausgewählt geworden von der über 100. Das ist eine Funkausbildung. Und das war eine sehr intensive Schulung. Wir müssen nicht der Monat, aber wir müssen das Alphabet lernen. Wir haben alle Tage Schule gehabt, aber ich bin nicht auf Süß viel weggekommen. Und dazwischen ist oft noch unser Zugführer, also mir mal gesagt, ich brauche einen Putzer, ich soll es machen bei ihm. Und dann gesagt, ist ja auch nicht schlecht, Putzer da in der Kaserne. Da kommst du viel draus. Und jemand hat alle Tage sein Frühstück geholt, Essen gegangen, da ist er in die Kantine gegangen. Und wir haben sie müssen holen. Und da bauen auf haben wir müssen. Und ja, so mehrere Privilegien gehabt. Und auf der noch dazu haben sie auch noch gesehen, die Bauernbauer, ich kann mit dem Viech umgehen, haben wir noch eine kurze Reitausbildung gemacht, weil das haben sie auch müssen präsentieren. Ein Funktrupp, Fernsprechtrupp, der was auch berichten ist gewesen. Und da bin ich bei den Übungen immer vom Fußgänger weggekommen. Und das hat mir eigentlich taugt. Schickseits nicht mehr raus. Nein, ich war überall zu brauchen. Und oft sind wir auf Jugoslawien runtergekommen. Und das war, sind auch ein paar draufgegangen, einfach bei der Nacht der Posten weggeschossen. Und hat keine Front gegeben, aber es war Krieg. Und oft war dort weg, wir haben ein paar Tage Urlaub gekriegt. Und beim Heimfahren sind wir noch über Katina Zambezzo gefahren, haben eine Woche Skikurs gemacht. Und oft haben wir Skifahren keine Fraulich kaum. Ich habe nur fast auf dem Kopf. Ich habe mir keine Ski gehabt. Aber ich habe so ein relativ gutes Gleichgewicht gehalten und ich war sofort gut drauf mit den Ski. Und oft sind wir runter und oft ein paar Tage Urlaub und oft haben wir auf Salzburg gekommen, da sind wir angestellt geworden in die Ostfront. Und da hast du so eine nächste Frage, was ist oder was. Du hast einfach, da ist zumindest da was Aufgeschafftes geworden. Und haben wir komplett neu eingearbeitet worden. Schuhe auch gute, das waren wirklich gute Schuhe. Hat nur der Furier, der das übergehabt hat, gesagt, nehmt es nicht zu klein. Das kann man sagen, drucken, das ist. Und die haben auch gute Schuhe. Ich habe den ganzen, was ich bin rausgegangen, immer die gleichen Schuhe gehabt. Und wohl schwere Schuhe mit Schenken. Aber, und so sind wir an die Front gekommen. Und wir sind hat einige Tage gedauert, auch mit Unterbrechungen. Wahrscheinlich haben sie das Gleis zusammengehauen oder Flieger, irgendwie was gewesen. Und wir sind auf Odessa. Und wir waren für die Krim bestimmt, das haben wir auch nicht gewusst, das haben wir nur unterfragt. Und wir kommen nicht auf die Krim, der Dampf, der uns umbringen hat wollen, der ist vom Innenglauben ist angesoffen, mit allem, was drauf gewesen ist. Und jetzt sind wir zu der 6. GD gekommen, das war eine Gebirgsdivision. Und aus Artillerie, da bist du nicht direkt gefahren, aber nur als Nachrichtler hast du müssen viele die beste Leitung beim Feuerkommando durchgeben. Und du bist schon erfahren gewesen, aber du hast den einfach nicht regeln dürfen und nicht sagen dürfen. Aber ob ich schauen hast müssen auf den Feindzeiten. Und da bin ich relativ gut rausgekommen. Das muss ich wirklich sagen, das ist. Und wir sind als Nachrichtler, ich bin nachher in Russland, bin ich nachher als Fernsprecher eingesetzt worden, haben keine Funkgeräte gehabt. Und wir waren ein Team, wir haben es so zusammengehalten, da hat eine Kameradschaft gegeben vom ersten Tag an. Hast keinen gekannt und hast keinen gesehen, sind Ältere dabei gewesen, ich bin nicht der Jüngere gewesen.
Und da waren so 6, 7. Wir waren zusammengeschweißt. Wir haben unseren Dienstag gemacht und da war so eine ganz ruhige Stellung. Und haben wir gedacht, da ist ja gar nichts los, da hat uns passt. Und nur bei der Nacht vom Postenstein haben wir es gesehen, dass so weit um schon die Leuchtkugeln leuchten. Wir sind eingeschlossen, das haben wir oft schon gewusst. Es war halt ein Lauf vom Frühjahr. Einkesselt. Ich kann nicht sagen, was wir da haben. Ich habe nichts mitgeschrieben. Und wir haben nie gewusst, warum wir haben keine Landkarten gehabt. Und das waren wir eingeschlossen und dann hat es einmal geheißen, wir haben einen Gottesdienst, einen Volksgottesdienst, da kommt ein Geistlicher. Und auf der sind 200, 300 Lanzer gewesen. Aber es war einfach ruhig gewesen. Und das hat der Ding auf den gesagt, es war für mich einfach das, was noch so bezeichnend ist gewesen. Der hat nur gesagt, er hat die Vollmacht, dass er uns die Sünden vergeben. Und aber wenn wir fallen oder wenn wir gefangen werden, haben alle gerechnet, dass wir gefangen werden. Das ist er genauso wie da. Aber wenn wir heimkommen, müssen wir beichten gehen. Und das war für mich der Knackpunkt. Das gibt es nicht. Wenn er die Vollmacht hat zum Verzeihen, sein Verziehen, und das musste das oft miteinander da. Und dort ist einfach mein Kinderglauben zusammengebrochen. Und ich bin so dankbar, dass es so abrupt gegangen ist. Und ich mich auf den öfter befasst, da war mit Gedanken befasst. Da ist das alles, was man. Das war nichts. Wie sind Sie denn da aus dem Kessel rausgekommen? Wie sind Sie? Wir sind 3-mal eingeschlossen gewesen insgesamt. Ja, dort sind wir nicht beim Durchbrechen dabei gewesen. Das ist irgendeine andere Einheit gewesen. Das war ja groß, das war wahrscheinlich so groß wie der Bezirk Weiz. Das war ja ein großes Gebiet. Das sind einfach auf der Eben sind Forderungen. Und im Berg haben sie Ruhe lassen und gesagt, wir brauchen nicht die Arbeitsleute. Die werden wir nicht schießen. Und das war noch einfach das, was man, so drauf kaufen muss. Wie hat denn das da mit dem Essen und mit dem Trinken ausgeschaut vor allem? Das kann ich mir gar nicht sehen, wir haben nur Wasser. Aber das war für uns, wenn wir was gehabt haben, haben wir halt getrunken und durchgegessen, aber wir haben nicht mehr viel Tee gekriegt, aber Tee gesalten in der Kuchel, wir haben ja viel Kuchel gehabt. Und der kocht hat auch über den Koch recht gut gekannt, der war recht ein netter Mann. Aber sozusagen haben wir nichts gehabt mit ihm. Aber wir haben auch Feldflaschen gehabt, Liter. Und wenn wir draußen sind, haben wir die kalte Verpflegung mitgekriegt und da die Flaschen voll Tee. Das haben wir schon geschaut. Aber wir selber haben da gar nicht nachgedacht. Und in der Früh haben wir halt auch immer mal einen Kaffee gehabt, aber keinen Bohnenkaffee, aber Braunware. Und mit dem Essen, wie hat das ausgeschaut mit dem Essen? Haben Sie da Hunger auch oft gehabt oder wie hat das oft ausgeschaut? Nein, immer nur ein Topf. Wir haben ja ein Kochgeschirr gehabt, da war einfach so was der Deckel ist gewesen, da haben wir meistens die Suppe reingekriegt, wenn noch nicht gewesen ist. Und den Kochgeschirr in Gräsern, das war so, haben 3/4 Liter, was Platz gehabt, da haben wir uns einfach was da noch gegeben hat. Und wir haben schon öfter Fleisch dabei gehabt. Aber kein Schnitzel oder was hat es nicht gegeben. Das ist Hummerlein haben wir nur brauchen, wie wir später einmal sind wir noch eingeschlossen geworden. Auch noch länger, das war es immer, war wir nicht so Bergland. Und dort haben wir nur mehr Törgemüse gekriegt. Und da hat einer gesagt zu mir, und ich war ja einer, wir haben gleich viel Zigaretten gekriegt. Wenn man gedacht, der war nachgekommen ist, haben wir das gekriegt, hat jeder gleich gekriegt, ob er rauchen gewesen ist oder nicht. Und da sind so 100er Packungen gewesen. Und die haben immer in den Rucksack reingekommen und haben 4 Zugel reingetauscht, wenn es gewesen ist. Und das hat einer gewusst, der von meiner Gruppe, der geraucht hat. Und da hat er gesagt, du hast noch ein Stückchen Brot. Hast du noch Zigaretten? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch einen. Du, hat er gesagt, das Stückchen Brot, was ich heute gekriegt habe, gebe ich her, was du mir Zigaretten gibst. Und dann habe ich gesagt, du, ist das so hart, wenn man Raucher ist und man hat keine Zigaretten? Ja, das kannst du dir nicht vorstellen.
Und dann habe ich gesagt, du weißt was, kalt dein Brot, du brauchst es genauso, Audi. Und haben mir die ganze Packung gegeben, sie war nicht mehr ganz, haben sie ihm gegeben, haben mir gesagt. Und die haben aber dort auch schon ungefähr 5 Tage, auch schon 54 Gräten den Tag gekriegt, einfach aus Hunger. Und mir hat das geschmeckt und wenn das so ist, ich hör auf. Und dann abrupt aufgehört und das war der richtige Zeitpunkt. Ne? Ich war noch nicht so. Und und da denke ich mir, was willst du auch da? Es kommt alles so, wie es kommen muss. Und nachher kommst du drauf. Was ich mir oft sehr schwer vorstelle, wie ist dann oft gewesen, haben es da Kameraden oft kennt, die was dann gefallen sind, die was gut kennt haben? Das war schwer. Nein, ich denke auf ein paar, das gruselt mich heute noch. Wir sind im Geschieht 2 Jahre noch. Und da sind wir mal auch nachgeholt und das war sicher. Wir haben halt aufhören müssen auf den Hegel, auf einem Friedhof, auf ein bisschen am Mauer und da haben wir uns müssen mit dem Neben hinlegen, was unser Chef ist gewesen von unserer Gruppe, der ist auch gefreiter gewesen. Und der ist im Geschütz 1 gewesen, ich im Geschütz 2. Und so haben wir Kontakt einfach da, wo wir halt gesehen haben über den Hügel, da sind tausende Russen runtergekommen. Das war der ganze, was gewesen ist, so die relativ fast eimen Sachen, da haben wir nur Russen gesehen und da haben wir nur eine geschossen und dort ist auf der einen, wir sind heraus zum Friedhof gleich beim Bauen und auf der da war so ungefähr so hoch und kennt man von unserer, aber der war nicht ein Nachrichter, der hat irgendeinen anderen Dienst gehabt, aber mit unseren Obergefreiten war er recht gut bekannt, die waren schon ein paar Jahre beieinander, denke ich. Und der hat dann runtergerissen, hallo, ich bin so, ja, grüß dich, Gers, und dann, und der hat dann wahrscheinlich den Scharfschütze und Brust einen Schuss gehabt und das ist ein Rucken umgefallen hinter der Mauer runter. Und das kam, dass er sich gemeldet hat, ist er schon tot gewesen. Und dann haben wir gesagt, das ist mir noch erst bewusst geworden. Und ich weiß noch genau, wie wir uns da so gegenstanden, eben noch keinen Helm aufgehabt hat. Und das ist von mir ganz vor meinen Augen, wirklich ganz groß gekupft. Und dann zuerst haben wir gedacht, was ist das? Und auf das zweite Mal ist es groß, genau. Und nachher haben wir gedacht, das muss der SMG gewesen sein, der hat nichts gefiebert. Wenn der nur ein bisschen gefiebert hätte, war ja ein Zeichen gewesen. Und neben der kommt heim zurück von der Urlaub, schaut aus und stirbt. Da haben wir wieder gedacht, du bist 3 und weißt es nicht, was der nächste Moment ist. Das hat mich schon lange beschäftigt nachher. Und da haben wir auch, es ist so viel Rückzug bei mir, ganz viel Leitung bauen müssen, viel zu Fuß. Alle Tage war es einmal 25, 30 Kilometer hinkommen, Leitung bauen. Nachmittag oder gegen auf Nacht anbauen, wieder zurück. Man hat geordnet jetzt gewesen. Und wenn wir aus Nachhutzung gewesen, das war grauslich. Weil da hinten bleiben ist das hängen geblieben. Und das haben wir geordneten Rückzug gehabt, das war schon im Herbst, in 43 Jahren. Und haben wir einen geordneten Rückzug gehabt. Und da sind wir ein paar Kolonnen nebeneinander. Wahrscheinlich war es ein Ackerbau, so Eim, alles Blättleim. Und wir haben mit bei den Nachbarn gleich geschlafen. Wir haben uns einen hinten den anderen angehalten, einfach so neben dem Wagen und sind wir geschlafen mit. Und der Frau die Nächste, haben nur Rauschen haben wir es gehört und hat schon neben eingeschlagen. Und hat eine Kolonne neben eingeschlagen. Und die Mulde unser Gerät ist auch umgefallen, sind zwar schwere Mulde umgefallen. Die haben sie angetragen und die haben sie auch durch das neben die Granaten eingeschlagen hat, haben sie sich angetragen und ich bin als Erster vorne gegangen und die haben ist mir das Vorderradl über den linken Fuß übergegangen, habe ihn niedergeschmissen und da war es einfach weggerannt sein oder ja, weggezupft einfach in den Anhänger oder den Wagen und das Hinterradl wäre alles 2 Füße übergegangen und zum Glück war das
ist mein Wadel aufgelegt gegen den Baum. Wirklich ganz. Und da hat er gesagt, und das musst du zu malen haben. Der HF3 war das war der schwerere Wagen, was sie gehabt haben für die Gespann. Und die haben es nicht aufmachen. Und die Kameraden haben mich schnell gepackt, haben die Blochen aufgemacht und haben mich reingesteckt und geschrien schon zum Sanitäter. Und ich bin dann gelegen. Und der Rückzug ist weitergegangen. Und der ist irgendwann haben sie noch auftrieben und dafür so gekommen, ist reingegangen, du, was ist denn gewesen? Und dann haben wir gesagt, die Granaten sind eingeschlagen, vorne haben sie sich angedreht. Und das Vorderradl ist über meinen linken Fuß, ich haben nicht weggekupfen. Und hinter bin ich schon beim Boden gelegen und das Hinterradl ist über die alle zwei Füße aufgelegen. Hier das hat er gleich aufgeschrieben, Knochenbruch. Und da hat man es angehängt. Und dann bin ich zurück und auf wie so in der Früh ist es gewesen. Ich habe keine Zeit, kann ich gar nichts mehr sagen, wie es gewesen ist. Aber bin ja vielleicht vorher für Sanitäter übernommen worden, auch schon mit einem Auto und zurückgeführt worden auf einen Hauptverbandsplatz. Und dort hat mir auf neben mir angeschaut, ich habe nur das angeschaut und habe nichts mehr da dabei. Und noch weiter zurückgeführt. Und da war irgendein Bahnhof und da sind wir in einen Rotkreuzwagen reingekommen, wo es nur Ganggehung drin gehabt. Da bin ich reingelegen, es sind 3 übereinander gelegen und wir haben es reingelegt. Und ich kann mir auch nichts mehr erinnern, wie es da gewesen ist. Ich habe denke ich, voll gelaufen. Und da haben sie die Ruhe gehabt, hat der Fuß auch nicht so, oder die Füße nicht so weh da. Aber aufsteigen haben wir nicht mehr. Und so bin ich auf die Munden gekommen. Und da bin ich 14 Tage in Lazarett gewesen. Ja, sie haben mich auf Grund gesagt, brauchen wir nichts. Und gesagt, das gibt's nicht. Und ich habe gesagt, nein, ein Fuller, der HF3 ist drüber gefahren. Du wirst aber so gute Knochen haben. Und wahrscheinlich hat es alles wirklich platt aufgelegen. Dass die Wadeln, dass die wirklich die Beine geschützt haben. Aber sie waren einfach geschmerzt. Also immer, nach 14 Tagen habe ich ein paar Tage Urlaub gekriegt. Und dann bin ich heim, da weit vom Bahnhof einer, immer einen Steckenplatz, ich voll nicht gehen wegen. Deshalb bin ich kaum was, aus ein bisschen gegangen und da bist du raus. Und bin heim und ja. Und ich bin wieder auf Villach eingezogen worden. Das kann ich mich heute noch erinnern. Ich denke, 14 Tage war es da gewesen. Und da ist auf der Hauner zurückgekommen. Und in meinen Stuben, ich falle alle Tage reingekommen, weg, wie sie es versucht haben, das halt abgestellt oder angestellt. Und was bist denn du, hat er gesagt. Und ich sage, ich bin ausgebildeter Funker, aber ich bin als Versprecher eingesetzt gewesen. Und auf der du hat er gesagt, so was suchen sie. Ich sage, Woten. Da oben ist der Artillerieschießstuhl und obendrauf, das ist der Dachstauung. Möchte ich da drum die suchen, wenn. Und auf dann habe ich gedacht, ja, du möchten kannst sie. Und auf dann habe ich mich gemeldet, in der Schreibstimme sind also keine Kommission drin gewesen. Und haben sie gesagt, wo ich gewesen bin, ja, da bin ich gewesen. Und haben sie gesagt, ich habe keine Auszeichnung. Ich war schon gefreiter, aber ich habe keine Auszeichnung. Das ist bei deinem Rückzug ist ja alles verloren gegangen. Und ich bin auch nie gestanden drauf. Und da hat er gesagt, nein, ich weiß schon, was Krieg ist. Und da haben sie mich genommen auf. Und ob ich Skifahren kann, ja, für alle guter Skifahrer. Ja, und das war nachher wirklich, das hat dauernd von Jänner an bis Ostern. 45. 45, ja. Ja, hat es einmal in 5 Tagen 3 Meter Schnee geschrieben. Auf der Grevenbrunner Alm. Und da waren wir auch auf 600, 800 Meter. Und da war ein Lager. Und dort ist eine Lawine angegangen. Und da sind halt nur beidelt, sind so Blockhäuser gewesen. Rechts ein Schlafraum, links ein Schlafraum und links mit 2 Kachelhäfen, was da Sachen trinken hast rein. Aber es sind große Räume gewesen. Und in der Früh haben wir gesagt, das Beidels. Und haben wir gedacht, ja, was ist los? Der Putz ist runtergefallen. Und die Tier, was vom Nebenraum ist, vom Mittelraum weg, das ist aufgegangen und Schnee ist reingekommen. Und nach einer Zeit kommt bei uns vom Giebelfenster, schaut der
Und da für sie einer gesagt, wie ist denn eigentlich, lebst du noch? Und haben gesagt, ja, was ist denn? Eine Lawine ist angegangen. Wie schaut es neben aus? Sag Schnee. Also haben sie gewusst, dass das noch, und dort ist ein Zirn ausgerissen und er hat mit runtergenommen. Und jetzt genau vor uns, wo wir geschlafen sind, ist der Zirn runtergelaufen und hat das Bau zusammengedruckt. Das sind 4 tot gewesen. Sind. Meine sind 5 sind lebend rausgekommen durch die Balken gehalten worden. Aber 4 sind der Druck gewesen. Ja, bist du wieder rausgekommen. Und dann war der Ostern war der Alarm wir haben es auch nicht gewusst, wenn ein Bus rein. Und dann sind wir oft aufgefahren und dann sind wir am Semmling aufgekommen. Ich war schon vorher, einmal war ich oben, meine Mutter daheim hat ein Steinhaus. Und da sind wir herunter reingefahren. Ja, Freschnitzgraben, das hat für mich nichts gesagt, aber mit Freschnitz und da sind wir, das war, da haben sie eine Feierstellung gehabt, 3 Geschütze. Und dort bin ich wieder als Funk haben ein Funkgerät gehabt, aber hat ja oben mit den Bergigen hat es kaum einmal funktioniert. Ich meine, das hast du kaum einen Empfang zusammengebracht. Aber was wir Kinder haben, schwarz gehört haben wir. Aber wischen hätten sie nicht dürfen. Eingeladen, dann sind wir genau informiert geworden über die Franzlauf, aber nur, als sie uns erwischt hätten, weil wir erschossen waren. Aber da waren wir vorsichtig. Am Pfaffensadel sind wir dort über Nacht haben wir auf einen eigenen Befehl gewartet, einen Spähdruck gemacht. Wir sind auch mit dem Funkgerät, aber ob es funktioniert, wissen wir nicht. Aber das haben sie uns nicht, nur später auf der Säge, da sind auch einige tot gewesen. Wie viele das verwundet sind, weiß ich nicht. Aber dort haben sie so eine Granatwerferfeier, die haben gesagt, komm, nein. Und hast uns weiter gesehen, es sind so Jungwuchs gewesen, so 4, 5 Meter hoch, was nicht man dich weit gesehen hast. Aber die haben uns einfach gesehen, da Soldaten drin sind. Und da bin ich wieder rausgekommen. Und wir waren auf der Uhr, wir haben in Schwarzheim haben wir gewusst, dass der Krieg aus ist und dass der Überleiter, das war der Gauleiter von der Steiermark, der hat noch weiter Krieg geführt. Und wir haben so einen depperten Stabswachmeister gehabt. Er war ein kleiner Bier, aber nicht so ausgekommen mit ihm. Und wir haben nicht gesungen traut. Wenn wir einen Oberleutnant haben wir gehabt, mit dem wir uns ganz gut verstanden haben, dann hätten wir es gesagt, wir haben es gehört, der Krieg ist aus. Aber dann ein Stabswachmeister, den hätte man nichts getraut, der hätte ihn sofort angezeigt. Obwohl am letzten Tag noch. Und auf dem haben wir dann auch das Englische, in der Nacht haben wir keinen Funk gehabt, ist die Gangstelle nicht besetzt gewesen. Und die anderen sind schon alle fort, die Kameraden, und dem auf den Buben aufgeschickt, der sich direkt interessiert hat, was der 11 Jahre oder was er gewesen, 12. Und der hat sich auf Mut interessiert, hat viel Winzbeinander gewesen. Er sollte aufgehen am Pfaffensattel, der oben sein noch, der soll sagen, der Krieg ist aus. Und da haben wir gesagt, das hat der auch geglaubt, der hat dann fort. Aber wirklich ein Licht aufgegangen ist. Wir haben einen Freund nie einen SS-Mann gesehen. Nie. Ich war da von Redneck bis zum Pfaffensattel voll überall um. Und das strengen da sicher 20 Sessel draußen, wenn wir sind. Also, wie wir da Buch haben, schauen wir, die haben schon vorher gewusst, was los ist. Und wo sind die Sessel gewesen? Hinterland da kann. Und sie über die Bredouille, wer mit ist, dann haben sie gerade nicht geschossen. Und dann angehauen ist. Und das ist, wenn du glatt daheim bist, du spekulierst schon, was du machen kannst. Ich habe das Glück gehabt, dass ich einfach gar nicht übermütig gewesen bin. Einfach, ja, Glepp. Und oft bin ich, sind wir oben und die Funkgeräte haben wir gern weg und oben und den durften dort die Rucksack haben wir mitgenommen, aber keine Munition oder nichts, Karabiner auch nicht, den haben wir entlassen. Und unten im Spital hat mein Onkel, der Mutter, der Bruder, hat eine Trafik gehabt, erst vom Ersten Weltkrieg her verwundet gewesen bei der Hand. Und
Und hat eine Trafik gehabt. Und er hat gesagt, immer haben wir schon geschaut, was du kommst. Also, sie haben schon so gesagt, dass die nicht erwischt hat. Und auf haben wir ein Foto mit Zuschlag. Und da ist gerade unten ein Lokomotiv gestanden mit einem Viechwerk an. Und der fährt noch auf die Brücke runter. Und da fahren wir mit. Und da sind ein paar Volksstimmler waren die waren dabei. Und da ein paar weiter und sind wir mit runtergefahren. Westbruck und dem hat nur zwei gedacht für mich, entweder auf Salzburg oder auf durch Liesingtal, irgendwo fuhrt einfach auf Linz zu. Und der fragt, dass noch ein Lokomotiv mit ein paar Waggonen runterfährt auf Graz. Da war einfach die Heim stärker als es fuhrt und auf Graz mit runtergefahren. Ganz in der Früh ist es noch heftig dunkel gewesen, also leider noch Fenster angekommen in Graz. Und da hast du mal ausgezaubert, die hätte ich mehr ausgekannt, aber die Weizer, die haben eine Inhaber gewesen, die haben sie ausgekannt und sind oft durch die eineinhalb von Jahr Hauptplatz, oben in Heinrichstraßen. Und auf außerhalb Maria draus zu. Und die anderen sind auf der Volksschule gewesen. Und mit denen sind wir raus und die Viere haben es gehen lassen und mich haben sie aufgehalten, die Feldpolizei. Und da haben sie mich aufgehalten und gefragt, wo ich hingehe. Und dann habe ich gesagt, heim. Weil ich daheim bin in Weiz. Und haben sie das gelten lassen. Dann habe ich gedacht, ich gehe die Russen entgegen. Und dann bin ich dort weitergegangen und da sind wir auf der Aussicht, wir da raus. Und da war irgendwo ein Meidenlager. Und wir waren ja hungrig und durstig. Können wir schauen, da ist alles leer gewesen. Aber im Kessel war noch ein Kaffee drin und den haben wir getrunken. Und abends haben wir den Weiten gefunden, da haben wir noch gegessen. Und dann sind wir heim zu, weiter aus der Zettelt und heimgekommen. Und das war einfach, für mich war es überwältigend. Und trotzdem haben wir es nicht begriffen. Ich muss ehrlich sagen, da von dem Krieg außer die Frieden wieder daheim. Ich habe es gar nicht begriffen. Und haben mich Mut gefreut. Und am nächsten Tag, das war der Christi Himmelfahrttag nachher. Man kann ja den nachschauen in den Kalender, aber ich kann das nicht mehr so genau sagen. Also wir haben so eine Sehnsucht gehabt, Kirchen gehen. Und da bin ja, der Vater ist gegangen, der war sicher sehr christlich und also sehr, sehr fromm. Und die Rosel, die ältere Schwester, die ist auch mitgegangen und ich. Und wenn man da war die Kirchen voll. Und wirklich, und als ich über die Johannesstiegen runtergegangen bin, ich habe nicht nur gesehen, es sind Russen auch schon runtergefallen. Da haben wir geschaut, wer da runterkommt. Und mich hat schon ein russischer Posten schon ins Auge genommen. Und denkt, das wird jetzt gefährlich. Und auf den Ende sind wir schon zugegangen und die Leute auch zugegangen. Und hat er nur gesehen, wie der Vater hat seine Uhr gehabt da, und hat mit der Kirchenuhr verglichen. Das war ja dass du die Zeit gehabt hast. Und das hat der Russ gesehen und nimmt mir die Uhr weg. Und das war der Moment, wo ich verschwinden haben können. Und das war mein erstes Auskommen, wo ich sagte, ich habe mir gar nicht gedacht, dass die Leute anfangen. Und da bin ich daheim, sind wir heimgegangen und gesagt, nein, Kirchen tue ich nichts mehr. Es ist einfach zu gefährlich, seit die Russen da sind. Und am 5. Juni stehen neue Russen vor der Tür. Da bei uns. Und ich ohne Ahnung, irgendwas. Und gar nicht viel. Und dann bin ich mitgenommen einfach. Also wie ich gewesen bin, mitgenommen. Und die Mutter hat gerät. Vater hat später auch gerät, das ist ein Bub, der heimgekommen ist. Dann nehmen die Russen, das haben sie gewusst, der ist fort in Sibirien. Und bin eigentlich ruhig vorgegangen. Es war ein Haufen, aber auch nichts gedacht, aber nur, mich hat schon geärgert. Und man denkt, na sowas. Hättest die Leute verstecken können, da ist ja viel Wort, was das weißt. Aber du kannst nicht aus von einem Russen, voll bewaffnet.
Hunger runtergetrieben. Und in die Kommandantur, da war ein Keller unten, das war eigentlich so ein relativ scheiß Haus, ist schon einer rein gewesen. Und ein starker Bursche. Und der hat gesagt, der ist ein Bayer. Und den haben sie gestern erwischt. Und haben halt da so geredet, was wir machen. Er hat schon einen Plan, wir brechen aus bei der Nacht. Und sein Anfang geschlossen. Und in Hofzeiten, das hat er schon ausgekriegt, ist der Posten. Und von dem Hauseingang, wegen Hauseingang gemaust, du wirkst nach, er wirkt nach und ich nehme die MP weg. Und nein, dann macht das allerhand so. Aber sie haben gut geschaut auf uns. Wir haben gut Essen gekriegt. Milchreis hauptsächlich. Und Zucker und Weichhaus gestohlen. Und auf die Nacht haben wir es halt machen. Und auf die Nacht haben sie einen Russen dazu gelegt. Der muss was ausgefressen haben. Irgendwas halt. Und wir haben zum Beispiel kein Deutsch. Was willst du machen? Ich sage, still sein. Nichts reden. Schauen wir, dass wir schlafen können, weil was genau, dass wir es brauchen. Und am nächsten Tag haben wir aufstehen müssen und oft hat der Ding da gehabt und hat meinen Namen. Sie wollten der meinen Namen her. Und der Vater, da inzwischen hat er sich schon geschert, hat er gesagt, und den Dr. Engen weiß, das war ein guter Freund für ihn. Und der hat viel zu reden gehabt, schon mal in der Partei oder in der Verwaltung. Und der hat sich schon bei mir das schon eingemeint und hat verhandelt mit ihm, dass sie mich freikriegen. Aber da hat es nichts gegeben, aber meinen Namen hat er gehabt. Und da haben wir gedacht, jetzt gibt es da was. Und da sind wir auf vier sind wir auf das erwischt haben. Und der hat uns auf vorgetrieben halt. Und es sind ja ganz viele Russen unterwegs gewesen, sind mit Motorrädern, mit Reitern. Und ein Zug ist mit uns mitgegangen, einmal hinter uns sind und wir haben ein bisschen krumm gegangen, ein bisschen kinkt. Das schon. Und das haben wir auch können markieren. Und auf den Buchtasten haben wir einen Schuh gezogen, auf so einem Face Cream. Und dann sagt er, Herr, schon, da ist es rot, weil wenn du es treibst, wird es rot. Und na, dabei. Und ich habe einfach Zeit auf den Banane legen. Da hat er mich wirklich gebeten, Herrgott, hilf mir. Aussichtslos. Für mich aussichtslos. Herrgott, hilf mir, es ist gar nichts. Und unter dem Buch, ich kann es heute nicht genau sagen, das ist ein Stück unter dem Gleis, Gleis übrig geht über die Straßen. Es ist recht garige Kurven gefallen und ganz steil oben. Und ich habe mir nichts gedacht, wir sind einfach dahin gezogen. Und wir waren die letzten zwei, der Bayer und der Papa, die zwei, die sie lange nicht erwischt haben. Und noch zwei Ukrainer haben es noch gehabt. Und der Russ, der ist als Erster fahren gegangen. Und die haben auf nur mein Bett, Herrgott, hilf mir. Und haben nichts gedacht, was du tun sollst. Und auch nie irgendeinen Mucks zu machen, renne weg. Ich kann es heute noch nicht sagen, ich habe nichts gedacht, das tue ich gar nicht. Ich bin einfach gegangen. Weil ich glaube, oben wie die Gestehten, hat es mich reingehauen in einen Staunschauck. Und dem Moment, wie ich gefallen bin, hat es schon gekracht und die Kugel schief gepfiffen. Und denkt, nein. Ja. Und da haben wir schon einen Staun reingelegen, geschnallt. Na, den hat es Und wir haben daneben ein paar gehört hat, neben oben. Und da haben wir geschaut, ganz kurz, und dann geht es wieder so gekrochen oder irgendwas wird schon sein. Jetzt sind die anderen 3 Jahre davon gegangen. Aber es war ein Muxer und bis der repetiert hat gehabt mit seinem Gewehr, sind die im Staun verschwunden gewesen, 3. Und ich habe schon zappelt. Jetzt braucht er nicht mehr schießen, sagt den Hotzöschen. Ich war pumpend gesund und habe mich oben gearbeitet, dass ich rausgekommen bin von Staun. Und auf der oben und in Grom ist relativ weit tief oben. Und so haben wir dann Bayer gesagt, du weißt was, du nimmst dann und ich nehme an. Und da eben schon vorher gesagt, wo ich daheim bin, wenn wir da rauskommen, da wir verstecken uns oft, wenn wir heimkommen. Und der hat auf den mitgenommen, die haben auch einen mitgenommen. Und der hat es voll nicht mehr, irgendwie war er durchtrainiert. Und er hat einfach keine Ruhe gehabt. Der war weit oben und weit umher.
Und da sind wir da, wenn ich so weit das kein herum ein Buch durchgegangen. Und in Alter Rütz sind wir rausgekommen von Wald und auf Besen, über Schulhaus vorbei auf und Futtapfer. Und da haben wir auch noch immer wieder geschaut, sind Russen da, sind noch Russen da. Und der Ding, und der war Bürgermeister, der hat mich kennt, der hat mir schnell, ich kann nicht mehr ein Ding, einen Ausweis geben, dass du das hast in der Hand, hätte ich nichts geholfen. Und ich bin auf der Fahrt und ich war kaum vorgegangen, wenn ich die Kurve gemacht habe, das habe ich nicht gesehen, sind die Russen schon da gewesen und haben gefragt, ob da Mann war. Und knapp davon gekommen. Und da bin ich heim auf und auf den Zwischenlagen gesehen, am Schneider, der hat da geschaut. Es war ja viel geschossen geworden. Es sind schnell viele Leute, viele Russen beieinander gewesen. Und haben aber sie haben nur mehr aufs Herren schießen können. Und jetzt haben wir keinen gesehen. Und haben aber da keinen getroffen. Und da bin ich heim und haben mir gar nichts gedacht, dass ich verraten war oder was. Und ungefähr 14 Tage drauf, ich auf der Heim in der Früh, war schon meine Arbeit, Vortrag gemacht, vor dem Frühstück. Und ich bin die rauslesen möchten gegangen, weil nächstes Mal kann man gucken, wir waren schon alles Kinder, schon die Arbeit gemacht. Und haben das gemacht und das, wie ich da gemacht habe, beim Volksgraben, wo der Weg von Angriff weiß, was der Wanderweg gewesen ist, runtergeht, habe ich gemacht, und da kommt bei uns die Resa, die war die Schulkollegin von meinen Schwestern, kommt die runtergerannt nach einem Hohlweg und sagt, Friedel, geh, die Russen kommen. Und dann habe ich gesagt, du bist in Aufregung, was wir vorher schon gut haben. Wohl hat es gesagt, wenn es nicht gab, dann hat es gerät. Und haben wir es jetzt weggegeben, haben wir das Zeigens weggeschmissen, runtergerannt. Und wie ich unter das Haus weggegangen bin, so ins Haus schon mit der Kutschen um mich gefahren. Sind schon da gewesen. Und bin ich von Grom aufgeschaut und am Rand gegangen und habe aufgeschaut. Da haben die Stauen verdeckt. Und haben wir gesehen, die Kutschen steht vor dem Haus und Russ sitzt da. Und auf da haben wir nur gewartet, was wird. Ich habe keine Waffen gehabt. Wenn ich einen gehabt hätte, war es gefallen gewesen. War ich geschossen. Für mich war der Krieg nicht aus. Und das haben wir es noch gesehen, da kommt die Mutter raus mit der Nana, der war so 9 oder 10 Jahre alt, und der Vater und 4 Russen noch, haben wir gesagt, auch in Köln. Und auf der Oma, kannst nichts machen, darfst du nicht anschauen lassen, bist weg. Und haben wir da geschaut, was haben wir da beim Schießen gehört, laut Reden gehört. Und dann dachte ich, na, wer wird nicht leben, wenn man oft daran denkt. Und haben sie da mal rauszukommen und haben sie herauszugemacht, haben wir noch gedacht, leben muss noch wer. Weil sie brauchen es nicht zumachen, man sollte Chancen haben. Und oft sind sie auch wie sie alle 5 Jahre aufgesessen und die haben geschaut, bis da und das Haus sind sie oft durchgefahren auf Weiz und haben wir das noch gehört, die Reifen haben das noch gehört mit den Stangen, dass wir runtergefahren sind, das weg sind. Oft bin ich aufgegangen und habe aufgebandelt und haben gesagt, und dann haben wir gedacht, wer wird noch leben, und der Vater hat auch noch gelebt. Und oft haben wir gefreut, hat er gemacht. Oft haben sie gesagt, was der hat gesagt, du wissen, was an. Und der Vater hat immer gesagt, nein, Kameraden mitnehmen. In der Früh war ich noch da, der hat schon gewusst, aber du wissen, was an. Und haben hin und her, da hat immer die Pistolen auf dem Gesicht aufgeschlagen und auf das wieder vorbeigeschossen. Und der Vater hat gesagt, ich denke, die will wer wegkommen. Du musst dich verstecken. Und da haben wir wirklich 4 wandert. Bin ich versteckt, bis die Russen gezogen sind. Ich bin nur bei der Nacht umgegangen, da bin ich von Tag nie gesehen, und da bin ich hinten gekommen, da nach einem Graben, wo mich kein Mensch gesehen hat, dass das einfach in den Graben rein. Und auf das Haus umgegangen und haben mich oben hinten erkennen, wo auch keiner auf mein Haus geschaut hat. Und bin nach einem Stuhlgang umgegangen und das war zusammengebaut. Und dann habe ich ein paar Stunden runtergeschmissen zum Fenster, was Kugelfenster gewesen ist. Oft haben sie gewusst, ich bin da. Oft haben sie mir meine aufgegangen und haben mich reingelassen.
Und da bin ich wieder bei der Nachttaufe und bin auch einfach in den Heilstall gegangen und habe immer gepasst, wo eine Zufahrt ist gewesen, dass, wenn nach Russen kommen, da mal ja, verschwindet die in den Wald rein. Und das hat aber bis Ende September gedauert. 4 Monate lang haben sie sich immer versteckt im Wald, tagsüber. Da haben wir in den Heilstall rein, bei den Nachbarn. Und dort haben wir vorgestuckt und gegessen auch und auf dem mal mit dem Marschwaffe, da haben wir mitgenommen, auf der war immer Umweg zu essen gekriegt. Und dort haben wir wirklich auch, das sind Munkers auch durch den Kopf gegangen. Gelesen haben wir selber noch nichts. Ich wollte schon was gehabt haben, aber ich einfach immer nachdenkt. Und wieder geschaut, ob, wenn Russen kommen, dass ich verschwinden kann. Und das war für mich eine Zeit eigentlich, ich möchte es nicht vermissen. Und oft, wie es wirklich wird sein, bin ich heim, oft bin ich erst heimgekommen. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich daheim angekommen. Und das war für mich, das war einfach eine Erlösung. Was ist mit den anderen 3 passiert, die was da auch mit ihnen angehauen sind? Was ist mit den 3 passiert? Haben die auch überlebt? 2 haben es erwischt. 2 haben sie erwischt. 2 haben es erwischt. Der eine, der mit mir mit ist, den haben sie nicht. Aber da haben sie 2 erwischt, die sind dann einfach falsche Richtung gegangen. Und die haben noch unten Leute haben mich gehört, dass die auf so viel geschlagen haben. Aber die sind nie mehr was gehört von sich. Und die haben so viel geschlagen, dass sie mir fortgegangen. Und oft haben sie einfach Sibirien. Einen war ganz wurscht, ob sie lebend ankommen oder nicht. Es ist schon brutal. Nicht einmal 20 Jahre waren es, wie sie heimgekommen sind. Nicht einmal 20 Jahre waren es, wie sie heimgekommen sind. In Juni war ich 20 Jahre alt geworden und da bin ich einfach versteckt gewesen bis und ich habe mich einfach nicht anschauen lassen, weil der Vater gesagt hat, du, die will wegkommen. Und was auf den Aufweg, das, was mich auch viel beschäftigt hat, wer hat mich verraten? Hat nichts lang gedauert, haben das irgendwie voll die Fägel abgepfiffen, weil der hat mehrere verraten. Und sein ganzes Vorleben, das passt einfach nur dort rein. Und da haben wir dann gedacht, ich habe nie was zu tun gehabt mit denen. Also 2, 3 Jahre älter gewesen wie ich, oder 2 Jahre. Und war in russischer Gefangenschaft, ist aber freigelassen geworden, wie der Krieg noch gewesen ist. Und der hat zusammengebandelt mit sich. Sie haben einen Koppel da, der wird das Haus zusammengebracht. Und ich habe mir gedacht, was hat der gegen mich? Und nach viel nachdenkt darüber. Und doch haben wir dann gedacht, auch wie die Kirchen lehrt, hast du so tot sind. Ich sage, warum? Und das sagen sie aber nicht, warum sie da sind, du musst das beichten gehen. Aber dass das die umbringt, nicht den anderen. Die in den Haus zu bringen haben. Und der hat selber aus dem Leben genommen. Ich will gar nicht sagen, ich will gar nicht absolut nicht verdammen. Das sind arme Leute. Für mich arme Leute. Einfach falsch Unterricht. Für mich ich denke ja zurück auf Schule gehen, aber es war ja nur alles Sünd. Du kannst nur beichten gehen, das war alles Sünd. Du hast nicht einmal andächtig beten können. Das ist das, das ist was verkündet geworden. Und das ist bei mir da. Da hast du die Meister gehabt, der Feldmeister, wie der gesagt hat, er hat ihm die erlaubt oder die Vollmacht, Sünden sind vergeben, aber wenn wir rein müssen wir beichten gehen. Tut es für mich, die meine Kinder glauben, total zusammenbrochen. Und ich bin heute so dankbar dafür. Und heute lebe ich so frei. Frei. Das ist das, und oft bist du gesund. Ob du aufs Langsamer bist, das ist wurscht. Aber ich bin nie glücklicher geworden als wie heute. Obwohl ich verliebt war und den Weg ja nicht die Frau gehabt. Das ist das. Wir haben die Frau kennengelernt. Das ist jetzt auch wichtig. Ja. Es ist ein langer Prozess. Ja, kein Problem. Ja, nein, es ist ja. Ich denke mir wirklich gerne, also wie meine Entwicklung oft so gewesen ist. Du kommst heim
Und dann wieder in die Jugend, in die Vorjugend, durch einen Kaplan, der war reingeruckt, dann bin ich mehr dazugekommen. Bin sogar Pamtachtig gewesen auf den Weiß für die Jugend. Und die haben mit vielen jungen Leuten beieinander gewesen, gern gesungen. Und wenn du gern singst, bist du einfach ein Mensch, sein Smeing. Und da haben wir auch so die Dirndl angeschaut und haben gedacht, was du mal heimbringen. Und dann haben wir gesagt, der war von da. Aber ich habe nicht wollen umziehen, ich habe keinen Platz gehabt daheim. Ich hätte keine Kinder heimbringen. 5 Schwestern da und das Haus klein. Eine Stunde zum Harzen. Da sind die Dirndl dran gegangen, mit Buben sind in den Dachboden umgegangen, was der Winter einer gewartet hat. Aber wir haben uns gut zugeholfen, wir sind gesund geblieben. Aber ich habe einfach mich bekommen wollen, mehrere, aber denkst du, das war nicht weg. Aber ich habe nicht wollen anbandeln, weil ich gesagt habe, ich will nicht umziehen. Das will ich nicht. Ich habe keine Möglichkeit, dass ich es heimbringe. Und ich hätte dann ein paar schöne Aussichten gehabt, dass ich wo einheiraten hätte können. Eine wirklich schöne Wirtschaft, da hätte auch der Heiligen gepasst, aber ich habe eben meine Eltern nicht lohnen lassen. Ich habe gesagt, nein, das will ich nicht, ich bleibe da. Und da haben wir gedacht, ist halt die Zeit dahingegangen. Und auf dem gar nicht gedacht, ich habe mir daheim aber gehabt, Stall gebaut haben wir auch. Das war die Voraussetzung, dass wir überhaupt ein Haus bauen, dass wir einen Platz kriegen. Und jetzt haben wir so viel zu tun gehabt. Und nur in 49 Jahren ist mein Bruder Zeremoniär gewesen beim Mitziant in Hartberg-Enten. Und das war immer der Brauch, wo der Zeremoniär sind die Eltern oft mitgeladen gewesen. Und meine Eltern waren da schon ein bisschen nicht mehr so gut drauf halt. Und das war kompliziert, gar nicht begeistert, da ein paar Mal umsteigen, dass sie auf Hartberg waren gekommen. Und auf dem Tag, ich soll runterfahren mit dem Radl. Und die haben wir ja gut gekannt in Belmetzian, die ganze Familie kennt. Und ich bin nur die eingeladen geworden und bin runtergefahren zu Belmetz. Und haben mir gar nichts gedacht. Ich war ja im Elternhaus von Belmetzianten, haben mich gewohnt. Und hat gesagt der Bruder, du fährst mit, die Sitzordnung aus für die nächsten 130 Leute gewesen. Dass er gesagt hat, ich sage, komm out, wenn ich weiß, weil wie sitzt, dass ich kann hinsetzen, was zusammenpassen. Und ich sage, das würde ich gern. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir da so, schon voll die meiste fertig gemacht. Da hat er gesagt, hol mir um daneben vom Zimmer, da ist ein Tool, hol mir das. Und die gehe um, ich mache die Tür auf und dann kommt ein der Dirndl um. Wir sind so zusammengeraucht, das war einfach so unverhofft, so Auge in Auge. Und ich denke, na. Sie waren so baff, aber ich war nicht so geschreckt. Und haben wir da angefangen, ein bisschen zu reden angefangen. Und dann haben wir gedacht, na, nicht gerade die, sie hilft da, hat sie gesagt. Und die hilft auch. Und ja, einfach, wir haben nicht viel geredet, aber ein bisschen halt. Und haben mir nichts gedacht. Und am nächsten Tag ich kann mich noch gut erinnern, war die Primis, haben wir es gar nicht gesehen, sie war bei den Ehrendamen dabei. Ich habe mir keine angeschaut. Ich habe keine suchen wollen, oder ich meine nicht, und ja, war die Primis. Und ich bin mir die Studenten, die meisten ja kennt, die sind ja nur Kunden gewesen. Wir haben uns gut unterhalten. Und der Vermögen redet mir von hinten am auch, der für Zigaretten anbieten. Das kann mich heute erinnern. Und ich schaue noch so halb zurück. Na, danke schön, mir ist laut um den 1000. Ich weiß nicht, wie das sie muss auch von den Tag vorher, vielleicht hat sie mich beobachtet, aber sie hat gewusst, dass ich der Bruder bin, auch der Frage gehabt von Zeremoniär. Und dass man so einen Bruder hat, aber wahrscheinlich hat sie hat sie auch schauen, wie ist er? Und wieso das ist? Und oft haben wir wieder nichts gedacht.
Und oft haben wir noch gar nichts geschaut. Und am nächsten Tag sind wir auf Ding aufgefahren, auf Berg. Da hat der Wirt neben Schnitzel gebacken, mehrere für die Nachbarn und haben sie ja Hartberger Jugend eingeladen gehabt. Das sind mit aufgefahren mit den Radl. Das sind relativ viel gewesen. Und nach der Mais und auf den Sack mein Bruder immer schon, aber da war schon ein bisschen energischer, dass er mit der Wirtin ausgemacht hat, so, wenn die Ernten Salat putzen, helfen Salat hat, man gibt einen Salat dazu zum Schnitzel. Und die haben sich nur angeschaut und die schauen nach oben, da warst du relativ so weit oben. Da sitzt sie schon an, der putzt noch nicht. Schau, das ist ja die. Das ist die. Und da haben wir gedacht, nein, das ist hilfsbereit. Einfach für das war einfach, dass man, was du dann angreifen musst, was du machen musst, das wird gemacht. Wird nicht umeinander geredet. Und ich weiß nicht, wie sie die Tempel angeschaut haben, gegenseitig. Und bis du oft sind schon mehrere beinahe, aber bis es mal um die geht, aufgegangen, ja, nicht auch. Und aber der ist schon gleich und hat putzt. Still. Und haben gedacht, nein, nicht. Und haben oft auch nicht, nur nachher mal gedacht, interessieren tut mich das Tempel. Irgendwann muss ich schauen, dass ich es nicht erwische. Und haben wir irgendwas haben wir schon gedacht, die waren mit Schmäh immer gestellt. Und dann haben wir gedacht, muss ich sauren, wie sie charakterlich ist. So eine halbe die schiefe Frage. Dann haben wir gesagt, gegeben und ich lade mich an, wie du bist charakterlich gut. Und dann eingestiegen war, haben wir gesagt, nichts für mich. Hätte ich schnell gesagt, nichts für mich. Und du bist charakterlich gut. Aber haben wir gedacht, ich kann sie nicht brauchen. Ich suche, ich habe mehr Komplott. Und nachher, am nächsten Tag, wenn wir heimgefahren sind mit den Radeln, kommt das Dirndl daher, von der Stadt runter. Und Sepp hat viel zu tun gehabt. Und das haben sie noch nicht gewusst. Sie war ja verantwortlich für die Jugend in Hartberg. Und der hat er viel zu tun gehabt mit ihr, weil die Jugend viel braucht hat für die Gestaltung von der Prämiz. Und jetzt reden wir mit der, und ich sage irgendwas, sage ich halt auf den, aber dann hat mein Bruder gesagt, wenn wir weitergefahren sind, du, das Dirndl hätte mir gefallen. Ja, hat er gesagt. Ich sage, ist wirklich ein liebes Dirndl. Aber wir bald heiraten, Gipbeckmoor. Und man denkt, man hat gar nichts gedacht, aber am wirklich nichts gedacht, das war in 49er Jahren. Und oft noch, für mich war es verheiratet, erst fertig, was willst du noch denken? Und da haben wir einen Stall gebaut, viel Arbeit gehabt. Aber da haben wir gedacht, wir sind nach Singen gegangen und bin ja noch, da war noch schon der zweite Chor, wo wir gesungen haben, die Jugend von Weiz. Und haben dann heute, und da war einer dabei, der hat auch gesungen, war so recht, ja, passables Dirndl. Und dann haben wir gedacht, naja, der war auch nicht so weit gefällt. Aber die anderen sind die meisten vergriffen gewesen. Und denen sagt man noch nicht, was, das ist schon, da geht nicht mehr, da passiert nichts mehr, das los ist. Und oft haben wir auch nur Bett haben wir oft. Und das war mein Betten, eigentlich bis heute. Herrgott, wenn es da nicht ist, sagen wir es. Nicht Bett am See. Wenn es da nicht ist, dass du für mich gekriegt hast, sagen wir es. Und ich hocke mir den Tag, wir waren auf die Nacht, haben wir Singstunde gehabt, ich hocke mir den Tag ins Knie rein, haben müssen zum Tag der Kapfaust, von der hat zusammengehauen. Ich sage, ich darf nicht mehr heimfahren mit dem Radl. Ich sage, wie weit ich weg bin. Und dann hat er ihm gesagt, nein, das tue ich nicht. Und ich bin aber, dass du mit dem Radl heimkommst, wo soll ich das tun? Und auf die Nacht bin ich mit dem geschwollenen Knie im Bett gelegen. Das hat lang gebraucht. Herrgott, ich habe die präzise gefragt, wenn es da nicht ist, sag was und du hast mir es gesagt. Das musst du glauben. Das hat er, ich habe so ein halbes Jahr gebraucht, bis wir die weggebracht haben. Da war die Gretel ja schon längst verheiratet für mich. Und haben mir gar nichts mehr gedacht auf sie. Und eben nur meine Schwestern haben mir erzählt, dass da in den Hartberger Dirndl ist gewesen. So heißt es, die hätte mir gefallen. Aber sie ist gar nichts. Sie, nicht einmal die Adresse gehabt für ihr. Und das ich bin nicht mehr in der Jugend tätig gewesen.
einfach nicht mehr kennen, die haben einfach zu Arbeit gehabt daheim. Und meine Schwester, die ist aber auch verantwortlich gewesen für die Vorjugend und haben so eine Tagung gehabt in Maria Traustrein. Und wie die heimgekommen ist von der Tagung, für den Mai war es, also heimgekommen, du hat's gesagt, die Gräpfelgrästl ist auch gewesen. Was, haben wir gesagt? Die Gräpfelgrästl, den ist verheiratet. Nein, hat sie gesagt. Das war ja schon ein bisschen später, da ist schon einige Zeit jetzt vergangen in der Zwischenzeit. Da ist ja schon einige Zeit vergangen in der Ja, das Zwischenzeit. sind 3 Jahre vergangen. Ja. drei Jahre. Das war in 52 Jahren. Und dann geht's, und das hat mir das gesagt. Und ich spontan habe ich gesagt, du fährst mit, aber ich kann mir das Haus suchen. Einfach fahren wir ein paar Tage runter, können wir das Haus suchen, was daheim ist. Und den Namen haben wir gewusst. Und ungefähr die Gegend auch. Und das sie ist schnell mitgefahren. Und sie hat sich da schon ein bisschen angenommen, haben sie, wie es ist, als Schwägerin. Und ich muss sagen, gefahren haben, aber das hätte sie mir nicht gesagt. Und dann sind wir runtergefahren und dann mit durch sie haben wir auch keinen gehabt. Aber eben nichts zu sagen, und die waren nur stille Beobachter. Und uns hat aber einen sechswöchigen Kurs gemacht in Maria Traust. Und da hat der Betriebslehrer hat auf den Tag gesagt, Buben, schaut euch das Dirndl an, was du heimbringen tust. 60% Unterschied, 30% aufwärts, 30% kannst du oberarbeiten. Schaust du es an, das Dirndl wie die Familie ist. Und immer denkt, ich möchte die Familie wirklich sehen. Und haben das wirklich gesehen, und haben es wirklich gesehen, die Eltern sind. Mein Vater war nicht mehr so gesund, der war am Weltkrieg gestoßen. Aber er war noch voll da, aber die haben miteinander noch so wirklich da. Und die Familie, da war noch ein Bruder, der ist gleich alt geworden wie ich, der war nicht da, dann war die ganze Familie beieinander. Und haben wir gedacht, wirklich gesehen, Harmonie. Und das haben wir wollen wissen. Und das nächste Mal bin ich schon nicht lange runtergefahren. Und hat auch dann noch lang gebraucht. Die hat mich lang hängen lassen. Ja, für sie war es einfach hart. Sie hat nie wollen eine Bayerin werden, nie wollen eine Bergbäuerin werden. Sie hat Bayerin werden wollen. Sie hat auch eine gute Ausbildung gehabt, 3 Monate Schule gehabt in Stein, was auch nicht viel gehabt haben. Und sie war sehr begehrt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es lange nicht gewusst, ob sie weggeht oder was. Und jeder hat halt geworben. 3 haben geworben um sie. Das weiß ich noch, das war. Und haben mich gekannt. Also und da hat er ihm gesagt, ich habe nichts drängen. Freilassen. Und denkst, nichts drängen. Und mit mir ist es wieder als Bergbauer. Nein, und das hat wirklich gepasst. Wir haben auch so leben müssen. Jede Ehe muss das noch. Du musst lernen, miteinander umgehen. Da hast du keine Ahnung, wie es ist. Da bist du nur verliebt. Also das ist Zwang. Aber oft der Ernst auch mit den Kindern. Und das hat wirklich 61 Jahre gehalten. 61 Jahre lang. Ich sage immer, 61 Jahre sind uns geschenkt gewesen. Und da bin ich sehr dankbar. Und sie ist heute wieder alle Tage da. Hätte ich mir nie gedacht. Was würden Sie den Zuschauern für einen Tipp geben, dass die auch einmal 61 Jahre lang verheiratet bleiben können? Was würden Sie da für einen Tipp geben? Gegenseitig schauen. Gegenseitigkeit. Einfach, du bist nicht allein. Das musst du lernen, dass der Partner, und sei dankbar, dass du einen Partner hast. Und ich denke heute immer, das Wertvolle ist nicht das Zusammenliegen. Das Wertvolle ist der Partner. Einfach, du bist nicht allein. Das denke ich heute oft. Das ist mir einfach geschenkt geworden. Und wir haben es alle zwar gesucht und wir haben es gekriegt. Das muss ich wirklich sagen. Der Herrgott hat komplett Sinn gemacht. Die Dankbarkeit war für Sie immer wichtig, habe ich schon rausgehört.
die Dankbarkeit ist ganz wichtig, auch die Zufriedenheit. Und offen sein einfach. Und ich muss ehrlich sagen, mit den Glauben, was wir jetzt eigentlich entwickelt, du kriegst nicht geschenkt. Aber ich bin sicher gläubig, dass ich heute so frei bin. Das macht sicher der Glauben. Macht der Glauben. Das kriegst du von nirgends, das kannst du keine Versicherung, gar nichts. Und das hast du einfach. Und das hast du alle Tag. Und das ist mir das Meditieren so wichtig. Und das nicht ein Autor hast, das hat ja jeder noch eine Seite. Das weiß keiner die ganze. Aber mit dem, das ist wirklich viel lesen, du Roman lesen auch noch. Aber damit bleibst du einfach, ja, sag auf der Welt. Und ich bin ja noch auf der Welt, ich bin ja noch nicht gestorben. Sie haben ja einen relativ fixen Tagesablauf. Erzählen Sie mal, was du so tagtäglich da körperlich und auch geistig machen. Erzählen Sie mal. In der Früh munter werden, ganz kurzes Morgengebet, gute Gedanken. Ich bin nicht fürs Langgebeten. Und auf die Turnen, Dehnungsübungen im Bett, die mache ich jetzt seit 40 Jahren. Und ich weiß noch gut, wie der Friedel verunglückt ist, habe ich nicht mehr einfach die Lebensfreiheit weggewinnt. Und haben immer in der Früh turnt. Und die Mutti ist rausgegangen, anharzen. Und ich am Turnen, da war aber auch 20 Minuten. Und oft ist einfach einmal nicht mehr eng. Und oft auf einmal habe ich wieder gesagt, du, ich denke, ich muss wieder anfangen, ich will so stehen. Und wenn ich turnt habe, oft stehe ich auf, stehe ich ganz anders da. Wenn ich bei der Nacht aufstehen muss, da abrupt aus, da muss ich voll den Rollator nehmen. Ich habe mir noch ein paar Mal schon genommen. Das ist einfach sicher. Aber wenn ich turnt habe, gehe ich umstecken. Und das ist einmal mein erstes, was ich tue. Und oft komme ich raus, du Wasser trinken, einen halben Liter. Das gehört einmal dazu, auf was du brauchst. Und oft, wenn ich lange beim Kaffee kochen, ist alles zum Hernehmen. Maria sagt für alles, dass eben alles da ist. Und auf der Richter setze ich mir Brot zu, wie zu meinem Frühstück, genieße es. Und oft, wenn ich das habe, oft muss ich so warten, bis die Verdauung sich deriert, geht es rein, meistens meditieren. Und da sitze ich oft, bis das passt, und oft gehe ich mir rasieren, und oft gehe ich Burt, und oft packe ich mich zusammen, oft schaut die Katze schon, oft wenn ich meine blaue Blusen anhabe, oft schaut schon auf sie, und sie geht voll jetzt mal mit. Und dann gehen Sie auf, da den Berghügel da auf, jeden Tag. Nein, sie geht ganz mit auf. Also die Katze geht mit auf? Die Katze geht mit, ja, sie geht mit. Wie weit ist das, was da aufgehen? Das sind ja gute 100 Höhenmeter fast, was tagtäglich... Das sind 100 Höhenmeter, ja. Jeden Tag? Ist ein Kilometer? Mehr. Ist mehr. Ja, wohl ein Kilometer, weil ein halben Kilometer ist das gerade ein Kreuz. Und da drin ist halt ein genau ein Kilometer. Bergauf? Ja, Ordentlich. die Straßen. Aber ich gehe aus Sicherheitsgründen nicht mehr weg von der Straßen. Ne, mit 100 Jahren. Ich bin schon erfahren, gerade in Neumann war ich aufgegangen, das ist starr. Ich gehe nicht heute auch noch, aber ich tue es nicht. Und mir kann gar der schwarz werden vor die Augen. Fallst um und da zusammenfinden, glaube ich, tut keiner. Der glaubt mir schon wert zu haben. Und einfach Sicherheit. Und ich habe mir die Dinge. Das ist ja Sicherheit. Sonst kann ich die noch nicht aussehen. Weil es einfach die Sorge ist. Aber da kann ich über die Rettung warten. Ja. Und das ist für mich, perfekt. Ja, Wir machen ja die Interviews für Zeitgeschichte. Also erst einmal danke, dass Sie jetzt so ausführlich schon mal das alles erzählt haben. Also ich hätte zum Brauchen alles. Das ist ganz gut zum Brauchen. Das wird ganz großartig. Die Leute, die Sie jetzt da sehen, die seht ihr schon, die sind ganz begeistert von Ihnen. Auch von Ihrer Ausstrahlung. Aber Sie sind ja 1925 auf die Welt gekommen. Und jetzt haben Sie vorher erzählt, wie Sie den ganzen Krieg mitgemacht haben.
Und wie geht es Ihnen dann so, wenn Sie da heute das wiedersehen, dass da wieder so das anfängt? Gerade in der Ukraine, wo ja Sie eigentlich mehr oder weniger waren. Das ist bitter. Ich weiß noch, wie der Krieg in der Ukraine, ich verfolge heute noch die Politik. Und wie der Krieg in der Ukraine angefangen hat, dort bin ich als ein junger Bub eingesetzt gewesen. Ich kenne wirklich die Gräuel vom Krieg. Auch für die Zivilbevölkerung, wir haben ganz wenig Zivilbevölkerung gesehen. Und ich war doch da, ist das bei der Gebirgsdivision gewesen, in keiner Stadt. Ich war auch in keinem Dorf, in keinem Kreis, so Ortschaften und das, aber meistens auf die Berge umeinander. Sie haben ja einen Bruder im Krieg verloren. Sie haben ja auch einen Bruder im Krieg verloren. Ja, in den jüngeren Jahren. Der ist nie mehr heimgekommen. Der ist später eingerückt, wäre ein Jahr jünger gewesen, aber es ist eigentlich 1,5 Jahre später was. Er ist noch eingerückt und das, nach der kurzen Ausbildung und dann die Front gekommen und so schnell draufgegangen. Irgendwann, der letzte Post war noch da von Graz auf Wien, in die Tschechei war er gekommen. Aber wir haben nachgeforscht, nichts mehr. Und das sind, was da passiert ist, wisst ihr nicht. Und der hat, wie ich vorgegangen bin, haben wir auch meine Freunde, da hast du gerade einen schönen Tag und eigentlich haben wir überall, ich habe nirgends gelernt. Mir fällt das noch ein. Und jetzt hat mir auch weiter erzählt, ist auch schon gestorben. Friedl hat so gerät, auch der Gustl hat so gerät, dass wenn er gespürt hat, der kommt nicht mehr heim. Und das ist, ja, das sind so Vorahnungen. Es muss das geben. Glauben Sie, dass die Welt daraus gelernt hat? Oder inwiefern hat die Welt daraus gelernt, aus der Zeit von damals? Der hat noch nie gelernt. Das ist, wenn ich heute denke, ich bin heute entsetzt. Das wieder so was Neues ist. Aber der Mensch, er hat seinen freien Willen. Jeder. Nein, ich mache mir nicht tiefe Gedanken, aber ich mache mir schon Gedanken. Oh, was kannst du ändern? Du selber musst schauen, dass du in Ordnung kommst. Selber wirst du und mit den anderen mit dir umgehen können, bis du mit den anderen umgehst. Das ist einfach miteinander. Jetzt muss ich schon das auch noch sagen. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann heute. Zu meinem 98. Geburtstag bin ich nach dem Z gegangen. Und da haben wir oben reingeschrieben. Also meine Schwägerin hat gesagt, da musst du was reinschreiben, und dann aufgehst. Und dann haben wir weggedacht, was schreibst du rein? Und dann haben wir reingeschrieben, Gedanken zum 98. Geburtstag. Die Jugend im Krieg mit schaurigem Wissen erweitert, die bis 90 von einer edlen Frau, braven Kindern, liebenswerten Enkeln begleitet, bis 97 mit großer Dankbarkeit und Freude erheitert, am 98. mit offenem Gottvertrauen und Frieden dem Ziel entgegenschreitend. Friedl. Das haben wir eigentlich geschrieben. Wie haben Sie das gemacht, dass Sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig 100 Jahre geworden sind? Was würden Sie da sagen? Haben Sie irgendeinen Schlüssel dafür, wenn Sie da jetzt reflektieren? Ich war nicht immer abgrenzt, wenn ich so sage. Und ich bin sehr an der Politik draußen gewesen, der Gemeindepolitik im Bezirk. Und viel für andere Leute. Ich bin da einen geraden Weg einfach gehen wollen. Wollen. Ob du ihn zusammengebracht hast. Für manche schon, aber für manche war es halt gar nicht. Aber das frage ich gar nicht. Nein, es ist das. Ich denke wirklich dankbar zurück. Haben Sie irgendein bestimmtes Lebensmotto, nach dem Sie leben? Jeden Tag dankbar sein. Schau, zur rechten Zeit schlafen gehen. Gut schlafen. Nein, es ist Leben. Viel Leben. Nicht schon auf die Ewigkeit denken, das ist kein B. Und auf der anderen Seite ist nicht die Nacht, du lebst in die Ewigkeit rein.
Das haben wir geschrieben. Und das empfinde ich so. Und was musst du? Dankbar. Dankbar, dass du so denken kannst. Welchen Ratschlag gäbst denn zu sehr mit, die was das letzte singen? Fürs Leben generell. Weil jeder hat alles angeboten und du kannst dir das aussuchen, was du brauchst und du kriegst es. Das muss ich wirklich aus Erfahrung sagen, du kriegst es. Aber anders, wie du es vorgestellt hast. Oft passt es. Das so kriegst, wie du es vorgestellt hast, tut es eben nicht. Nein, das muss ich wirklich sagen, es ist das. Nein, es ist das. Dankbar sein bis zum Schluss. Zufrieden. Zufrieden. Und mich wundert es immer, dass ich noch lebe. Das ist ja auch ein Wunder. Was ist der Sinn im Leben? Der Sinn ist auch, ich kann gar nicht sagen, Sinn. Jeder hat eine Aufgabe, wenn er auf die Welt kommt. Und du kannst da nichts sagen und du weißt auch nicht, was wirklich deine Aufgabe ist. Du musst es drum für drum machen. Du kannst nicht einen Fuß vor den anderen setzen. Du musst eins nach dem anderen arbeiten. Das ist dein Leben. Und du musst nichts wollen. Wollen schon, aber nicht, du musst nichts. Einfach, wir haben mit dem freien Willen. Und es denkt mir, was haben wir für Chancen gegen den Viech? Hätten wir, was für Chancen hätten wir? Und da sage ich mir schon, der Mensch, er hat seinen freien Willen. Und du kannst selber so viel beitragen dazu. Und was du bist, ist ganz wurscht, wie du es bist. Und das bei mir, wenn sich einer bei mir funktioniert es auch. Und Fehler musst du machen. Es ist nicht alles Sinn, weil wenn du keinen Fehler machst, lebst du nicht. Und so ein Mensch, der keinen Fehler macht, dann kannst du nicht leben. Hast du das eh nicht ausnehmen. Und meine Wege, ich bin heute genauso glücklich wie so ein Junge. Vielleicht sogar noch mehr, weil ich einfach sage, ich muss nicht schon morgen sterben, aber ich bin ja noch auf der Welt. Und was will ich mich da fürchten? Es soll sich auszahlen leben. Das ist das. Und dann, wenn du das nicht mehr viel kannst, aber ich lebe noch gern. Und ich bilde mir ein, dass mir der Herrgott so froh um mich holt. Ich habe keine Sorge. Und wie es kommt, nimm es. Ich hoffe, dass mir das genauso geht. Ich muss ja ehrlich sagen, wir haben uns wirklich gern gehabt, die Mutti und die. Und ihr ist wirklich nicht gut gegangen, gerade die letzten Wochen. Und haben wir jetzt gesagt, Herrgott, lasst ruhig einschlafen, spare in den Todeskampf. Da haben wir Bett. Und das hat er dann. Sie ist neben mir ruhig eingeschlafen. Und wenn ich auf das denke, das erlöste Gesicht, die Schmerzen waren weg. Ich habe es wieder so gesehen, wie es zwei Jungen gesehen haben. Für mich gehört das zu der Erlösung dazu. Das ist, wir sind nicht. Wir wissen nicht, was wir zugegangen, aber wir wissen nicht, wie es ist. Und ich machen wir auch keine Gedanken. Und da haben wir da sagen, ich rechne schon, dass man zusammenkommt mit meinen Verwandten oder mit meinen Leuten. Weil, ob man das nicht ist, der Herrgott wird schon eigentlich sagen, das passt. So, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Aber ich lebe noch, ich bin damit alles verfürst da. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich darf mir einen Frieden wünschen. Wenn ich denke, was für allen auf der Welt ist und die Möglichkeit hätten die Leute, das ist, was mir hat, das tut mir hart. Und du bist so machtlos. Du siehst, dass es ist. Das ist nicht. Und was wird da? Nur Macht. Selber Macht. Und die für die anderen hast du kein Recht.